Ja, grüß euch. Wir sind die Tiroler Heimatküche und wir kochen für euch heute die Wipptaler Nudel. Gesund alt werden ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist ein traditionelles Rezept aus der Umgebung. Haben wir gesagt, probieren wir das ein bisschen der modernen Küche gerecht zu machen und dann im besten Fall noch ein bisschen mit Ballaststoffen anreichern. In dem Fall haben wir hier die Kastanien-Walnusssoße. Die ist natürlich voller Ballaststoffe und das ist nochmal so der extra Kick. Auch das Vollkornroggenmehl in die Krapfler und in die Nudel selber. Das war noch so der Booster. Diese Hausmannskost unter Anführungszeichen hat sichtlich ganz viele Stoffe drinnen, wie Ballaststoffe, die sich sehr, sehr günstig auf unser Leben auswirken. Also am Anfang habe ich das Vollkornroggenmehl genommen. Nachher habe ich so ein Loch gemacht eigentlich. Da habe ich nachher die gekochten, geschälten Erdäpfelchen gepresst. Oben drauf Eigelb dran getan und dann habe ich das vermischt und gut durchgeknetet. Beim Kartoffelteig, eben für die Nudel und für die Krapfler, da ist wichtig, dass man die Kartoffel bereits am Vortag kocht. Das war das Ideale. Man kann sie am gleichen Tag kochen. Da muss man aber ein bisschen schauen, dass sie im besten Fall schon ein bisschen ankühlen, dass sie nicht mehr zu warm sind, dass wir eben einen schönen glatten Tag kriegen. Bei der Soße sind wir nachher so, da haben wir die Kastanien, die tun wir in der Milch rein kochen direkt. Bei den Walnüsse, die müssen wir separat in ein Wasser kochen. Die tun wir ungefähr 5 Minuten kochen und nach 10 Minuten ziehen lassen. Das müssen wir tun, dass wir eben die Walnüsse einerseits wach kriegen und das Wasser dann bitte wegschütten, weil da keine Schadstoffe drin sind und das ist auch nicht extra gesundheitsfördernd. Wir haben gesehen, die Nüsse, Kastanien, das heißt, das sind Ballaststoffe, die uns wirklich sehr viel bedeuten, die für unser Leben so wichtig sind, weil die einen extrem günstigen Einfluss auf unser Innenleben haben, auf die Darmkeime. Die Walnüsse kann man dann zu den Milch-Kastanien-Gemisch dazu tun und dann in Zucker dazugeben. Das ist dann keine große Hexerei mehr, dann kann man noch ein bisschen ziehen lassen und dann kann man eigentlich schon die Sauce pürieren und dann anschließend passieren. Wenn man Krapfler macht, die Passierreste auf die Seite tun und dann eben mit der Glansulze, also mit der Preiselbeermarmelade und mit dem Vollkornroggenmehl dazu tun, ein bisschen Zucker, wenn man mag. Da kann man auch nach Geschmack ein bisschen süßen und das dann eben als Fülle hernehmen. Man hat den Teig und wir haben ihn jetzt heute halbiert, damit wir einmal die Nudeln und einmal die Krapfen machen können. Dann bei den Nudeln zum Beispiel wird nachher ein Stück angeschnitten oder angetrennt und da draußen Strang geformt und dann einzelne Nudeln runterschneiden. Mit viel Mehl eben immer arbeiten, weil es ist ein ziemlich nasser Teig, damit nichts pickt. Und bei den Krapfen, da wird ganz dünn ausgewalkter Teig und dann die Füllung drauf geben, dann das zusammengeklappt und ein bisschen angedruckt und nachher mit der Gabel so nur Muster ins Ende innen gedruckt und da braucht man auch wieder viel Mehl. Bei den Ballaststoffen haben wir es so, die dann uns eigentlich die Darmbakterien unterstützen und die Darmperistaltik. Das ist, dass der Darm den ganzen Brei, was wir zu uns genommen haben, weiterbringt. Und das ist eben wichtig, dass das funktioniert. Und warum müssen die Darmbakterien gesund sein? Logischerweise, dass wir die Nährstoffe auch nehmen können. Der Mensch isst, was er isst. Das heißt, so wie wir uns ernähren, so leben wir, so sind wir. Und das trifft eben nicht nur zu auf den Darm, sondern auf den gesamten Menschen. Gesamte Gesundheit wird im Darm entschieden. Und die Darmkeimwelt entscheidet über Langlebigkeit und gesundes Altern. Und wenn unsere Verdauung nicht stimmt, nachher hängt das natürlich auch mit unserer Psyche und mit unserer Leistungsfähigkeit zusammen. Und dann eben auch die gute Laune schlägt da natürlich auch dazu. Gell? Die Liebe geht durch den Magen und endet dann im Darm. Ein gesunder Darm macht auch gute Laune. Gemüse, Obst reichlich, Fleisch wenig, das ist einmal schon ein ganz zentraler Grundsatz. Muss ich sagen, habe ich selber richtig Appetit auf dieses Gericht. Also mir ist schon viel gekommen, dass es unserer Verkoster ganz gut geschmeckt hat. Ja, für den Koch selber ist das nachher natürlich eine Riesenfreude, wenn der Gast zufrieden ist, wenn man den Gast etwas bieten hat können. Ein Augenschmaus und ein Gaumenschmaus. Daumen hoch.
Noch mehr Infos und weitere ballaststoffreiche Rezepte gibt es auf www.darmkram.at.